Ich glaube, wenn man in Menschen halt so eine Unzufriedenheit brodeln lässt und dann macht man da so einen Deckel drauf. Es sagt, ja, ihr seid unzufrieden, das unterdrücken wir mal, das unterdrücken wir. Irgendwann kommt das raus. Wenn man das nicht frühzeitig sich äußern lässt und sagen, pass auf, das stört mich, das stört mich. Ah, schön, dass du das sagst, das stört mich auch, sollen wir was machen? Ja, wir machen erstmal nichts. Aber die Tatsache, dass man sich überhaupt artikulieren und ausdrücken kann und seinem Unmut Luft machen kann, ist ganz wichtig. Wenn irgendeiner in der Firma sagen würde, pass mal auf, meine Abteilung ist die geile Abteilung, mit der anderen Abteilung redet kein Mensch mehr. Und das ist ein Zeichen dafür, wie geil wir sind. Weil wir zeigen, wir sind moralisch und fachlich nicht nur überheblich, sondern bewusst überlegen. Genau, und überlegen, genau. Und deswegen sind wir voll geil. Da würden alle sagen, Jungs, ihr seid fucking geisteskrank. Ihr müsst mit denen sprechen, ihr seid doch in einer Firma, in einer Mannschaft, was auch immer. Aber wenn man das irgendwie in der Spitzenpolitik macht, da ist, oh ja, da ist ein moralisch Anständiger. Das ist ja Banane. Also du willst mir gerade sagen, diese Metapher, die du gerade hier erwähnt hast, so arbeiten die Leute in der Politik? Das kann ich nicht glauben, das ist eine Verschwörung. Muss ich enttäuschen, Cheyenne. Ne? Das scheint wirklich so zu sein, ja. dass man sich nicht grüßt und nicht miteinander spricht und das als Zeichen dafür sieht, wie gut man ist. Ja, das ist doch... Ist ja Banane. Nee, im echten Leben. Dann haben wir vielleicht, man muss ja auch immer einen anderen Blickwinkel sehen, vielleicht haben wir Demokratie falsch verstanden. Wie hast du es verstanden? Dass man, ja, ich war so dumm, dass ich dachte, man muss miteinander reden. Das ist Quatsch. Man darf sagen, man darf eine eigene Meinung haben. Wie kannst du denken, dass du moralisch erhaben bist, wenn du das gar nicht ausdiskutierst? Ja, ist Banane. Ja, und jetzt kommt mein Blickwinkel. Ich glaube 98% dieser Leute nicht. Die machen das nur aus Selbstschutz. Das ist gar nicht deren Meinung. Ich glaube sogar, dass es Leute gibt, die meisten sogar genau deine Meinung, was auch immer sie sein mag, teilen, aber sagen, oh, nee, ne, das Corporate Branding sieht das vielleicht nicht so gerne, wenn ich da sitze. Und deswegen kommen die nicht. Und das finde ich ja noch, das ist ja noch so ein Anzeichen von, dass du ein absoluter Keck bist. Ich war neulich auf einer Karnevalsveranstaltung in Köln, das war auch so eine ultralinke Veranstaltung und sinngemäß ging es da nur darum, die AfD zu bashen. Und Putin und Musk und die sind sowieso doof. Und sind alle doof. Also der Opener war, ja, wir müssen da mit allen reden und wir müssen noch ein bisschen Konflikte beiseite legen, denn wir sind im Karneval und wir wollen den Frieden und was war das Intro? Und dann kam halt nur, die sind so doof, die sind so doof, die sind so doof. Und alle haben das ultra gefeiert. Aber es war Hass und Hetze. Am Ende des Tages war es Hass und Hetze gegen die andere Seite. Dann ist das völlig okay. Aber inhaltliche Argumente werden halt häufig als Hass und Hetze tituliert, obwohl es inhaltliche Argumente sind. Aber die kann ich ja abtun. Und ich glaube schon, dass diese ganzen Mitarbeiter und diese Organisation, die sind überzeugt davon, auf der richtigen Seite zu stehen. Und die sind überzeugt davon, gute Menschen zu sein. Okay, ich sage dir jetzt einen Namen. Den werden wir aber jetzt auspiepen. Ne? Okay. Warum machst du so, wenn wir den auspiepen? Weiß ich zu wenig drüber tatsächlich. Okay, wenn du darüber mal weil der finanziert sehr viel von diesen Sachen, um seine Ideologie reinzubringen, weil er das will. Ja, das kann sein, dass er das macht, aber die Leute, wenn du die fragst, würdest du, wenn du migrationskritischer berichten könntest, würdest du das machen? Und dann würden die wahrscheinlich die allermeisten von sich aus sagen, nee, das machen wir nicht, weil das hilft den Falschen. Weil wenn es den Falschen hilft, die Falschen sind die Bösen, wir sind die Guten. Wir wollen gut sein heißt, dass wir Gutes in die Welt bringen und nicht den Bösen helfen. Und das ist ja so ein Zirkelschluss. Ja, wer bestimmt das? Weil das genau, wer bestimmt das? Weil das Volk scheint es ja nicht so sehr Ja, das weiß man doch. Ja, aber guck mal, es ist doch ein anderes Beispiel. Da würde ich auch gerne. Aber warum weiß man das? Warum weiß man das? Weil es dir vorgesetzt wird. Genau, weil also, dass die AfD böse ist, da muss man nicht lange überlegen. Das ist ja völlig klar. Ja, ist doch so. Also sagt, dass die AfD nicht böse ist, sondern also wenn du in den Medien bist, das habe ich so rausgearbeitet an meinen Gästen. Du kannst regierungskritisch sein, das ist okay. Du kannst auch Missstände benennen, das ist mittlerweile auch okay. In dem Moment, wo du sagst, die AfD ist keine nicht wählbare Partei, dann geht's los. Und dann ist vorbei. Und das wird, so scheint es mir, nicht toleriert. Die AfD ist ja ganz schrecklich. Ist ja ganz, ganz, ganz schrecklich. Es war noch im Sommer. Da war diese Schwimmbaddebatte. Und dann sagt sie, wie schrecklich die AfD ist. Und im nächsten Satz sagt die, ich würde gar keine Ausländer mehr ins Freibad lassen. Und ich so, Junge, also, was ist denn los mit dir? Das ist, also, eine Position, habe ich dir dann erklärt. Ich sage, pass auf, die Position, die du jetzt gerade vertrittst,
rechts außen der AfD. Das hat noch nie einer von der AfD das so würde gesagt. von der AfD keiner sagen. Aber du sagst gleichzeitig, dass die in der AfD böse sind, weil die so rechts sind. So, aber du selbst mit dem, was du wirklich meinst, Danke. so, das ist doch verrückt. Und wenn wir diesen Trend, also Das ist aber geil, das ist eine geile Story. ja, es ist doch verrückt, ist Ja. wirklich verrückt. Und aber mit einem absolut guten Gewissen zu sagen, ich bin auf der richtigen Seite. Weil ich bin gegen die AfD, aber auch gegen Ausländer im Schwimmbad. So, das ist doch absolut Ja. bürgerlich legitim. Ja. So, da war aber noch nicht klar, das darf man nicht sagen, weil das ist vielleicht dann doch rechts außen der AfD. Ich glaube, wenn man in Menschen halt so eine Unzufriedenheit brodeln lässt und dann macht man da so einen Deckel drauf. Es ist wie ein Deckel, so ein kochendes Wasser mit einem Deckel drauf. Und sagt, ja, ihr seid unzufrieden, das unterdrücken wir mal. Irgendwann kommt das raus. Und wenn man das nicht frühzeitig sich äußern lässt und sagen, pass auf, das stört mich. Ah, schön, dass du das sagst, das stört mich auch, sollen wir was machen? Ja, wir machen erstmal nichts. Aber die Tatsache, dass man sich überhaupt artikulieren und ausdrücken kann und seinem Unmut Luft machen kann, ist ganz wichtig. Und das passiert aktuell nicht. Die Leute trauen sich nicht, das zu sagen. Und das ist ja auch historisch so, dass halt Staaten fallen halt nicht in 38 Jahren, sondern es gibt ein Event. Und auf einmal ist klar, wie wir dachten, dass die Welt ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Iran losgegangen ist tatsächlich, aber häufig ist halt so, es war auch der arabische Frühling jetzt vor ein paar Jahren, so, es gibt eine Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit wird größer, die wird unterdrückt, dann hast du ein Event. Und auf einmal fällt es. Auf einmal sind alle Leute auf der Straße und sagen, so nicht mehr. Das reicht jetzt. Und das ist meistens relativ unangenehm. Viel angenehmer ist es zu sagen, ey Leute, was stört euch? Lasst uns mal offen alle reden. Und Ja, Mann. Warum erst dahin kommen, dass so völlig klar. Bürgerkriegszustände sind? so, es gibt ja Forscher, die sich mit der Bürgerkriegswahrscheinlichkeit in Mitteleuropa beschäftigen. Die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Okay, wir haben jetzt verschiedene Probleme und wenn wir die weiter angucken, die wachsen. So, unsere Probleme wachsen. Wohin wachsen sie? Wahrscheinlich nicht in den Himmel, vorher wird irgendwas passieren. Ja, was? Ein Bürgerkrieg ist quasi immer eine Option. Es gibt für alles eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Es gibt eine Eintrittswahrscheinlichkeit dafür, dass uns der Himmel jetzt gleich auf den Kopf fällt. Die ist relativ gering. Und eine Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg. Die ist auch nicht 90%, aber die Tatsache, weit davon weg. Und das weiß auch keiner, wie hoch die ist. Sich überhaupt damit zu beschäftigen, wie ist das denn historisch gewesen? Wie passieren Aufstände? So, wie unzufrieden muss ein Volk sein, damit es sich gegen eine Regierung wehrt? So, das ist, also wir sind in einer schwierigen Zeit aus meiner Sicht, weil es ist ja, wenn ich jetzt sage hier, wir haben über Auswandern vorhin im Vorgespräch quasi gesprochen, und zu sagen, ey, ich will aus Deutschland weg, ist eine absolut massengeteilte Position. Aber dass zum Teil die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, so schlecht sind, dass die AfD einfach auf der realistischen Position steht. Und die hat halt die Wahrheit auf der Seite. Und wenn man sagt, pass auf, es gibt halt einen Anstieg von Messergewalt, dann ist das so. So, und der ist absurd und es ist ganz klar, welche Bevölkerungsgruppe dafür verantwortlich ist. Und dann zu sagen, wie können wir das regulieren,